war die Route mit dem kleinen Pop-Up, der stand so ein Stück über dem Boden. Und direkt mitten in der Steinpackung, ne? Ey, Leute, das Geile an der Geschichte ist ja, er hat jetzt wirklich bewiesen, dass alle 3 Strategien funktionieren. Ne? Er hat jetzt einfach mal flach, mittel und tief jeweils einen Fisch. Und auch wenn ich ausbleibe, ich sage ja immer, mein Ziel ist ja zu beweisen, dass Fischzone unter allen Bedingungen funktioniert. Und hier habe ich zum Glück den Mann, der das beweist. Genau das ist das, warum ich dich eingeladen habe. Ja. Und genau das ist das, wo man halt eigentlich nur mit Fishstone angeln kann. Mit einem normalen Blei hättest du den Fisch wahrscheinlich gar nicht fangen können. Ja, bei so einem Krautbüschel in der Schnur ist natürlich kein Wunder, dass es verrückt wird. Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel das Entspannte an dem Snap. Kurz gucken, ob der Haken noch scharf ist. Ja, das läuft noch. Auswerfen, fertig. Erster Tanker. Jetzt wird es mal langsam Zeit hier. Aber ich denke mal, wir werden jetzt hier noch 1, 2 kleine Sachen machen, dann wechseln wir die Stelle zum neuen Spot. Und dann ist wieder alles von vorne und mal gucken, was da passiert. Ich bin gespannt. Jo Leute, das war jetzt die erste Nacht, ihr habt ja gesehen. Sebastian hat schon ganz gut performt auf jeden Fall. Ich muss mich noch ein bisschen reinmurksen wieder mal in die Geschichte. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so erwähnt und so darüber geredet, dass es hier so eine Art Spezialanwendung gibt, die mir Sebastian näher gebracht hat. Und zwar war das wirklich bei mir, ich habe mir dieses Videokonzept überlegt, habe gedacht, ich würde gerne mit Sebastian zusammen einen Trip machen. Und dann kam er auch recht schnell mit dieser Ansage, naja, Kanal ist ja eigentlich auch so eine Sache, die ich sehr oft mache. Und ich habe da halt eine spezielle Sache entdeckt und da funktioniert euer Produkt perfekt. Und das wollten wir euch jetzt gerne noch mal erzählen, beziehungsweise auch zeigen, wie diese Montage gebaut wurde. Also erzähl noch mal die Geschichte, wie das hier war. Ja, ich habe ganz oft Fische hier direkt an der Steinpackung schwimmen sehen, in flachem Wasser. Und da sind so 2 Meter vom Rand sind so Krautfelder. Und die pendeln zwischen den Krautfeldern und dem Ufer entlang. Und das sind Fische, die ich gerne fangen wollte. Die sind so auf der Durchreise. Das sind keine Fische, die jetzt auf dem Futterplatz fressen. Aber ja, die sind halt sehr schwer zu beangeln. Da hast du halt ständig Hänger. Ne? Und so wie hier jetzt, da ist die Steinpackung relativ alt, die ist versandet. Die Schiffe spülen da halt viel Sediment rein. Da ist das nicht so schlimm. Aber an frischen Steinpackungen, da bleibt eigentlich alles hängen. Und da kann man
eigentlich nicht drin angeln. Das waren sozusagen immer diese Fische, die man sieht, aber doch nicht rankommt. Ja. Wie der Käse so unter der Glocke für die Maus. Ja, ganz genau. Und ja, die wollte ich halt haben. Und dann habe ich mir hin und her überlegt und mit allen möglichen Montagen probiert. Und dann habe ich eigentlich den Loop schätzen gelernt. Weil damit kann ich da in der Steinpackung angeln. Und wir hatten das vorhin auch schon. Der Loop ist eigentlich immer so das Ding, wo man im ersten Moment denkt, ja, so ein kleiner Nippel mit so einem Gummi, was weiß man. So, ja, als ich vor 2 Jahren dein Testpaket gekriegt habe, das ist cool und das kann ich nicht gebrauchen. Und dann lagen die 1 Jahr lang einfach so irgendwie rum. Ja, genau. Und bis ich dann halt wieder, also ich habe jahrelang am Kanal nichts gemacht und dann habe ich halt wieder ein bisschen intensiver hier geangelt. Und auch diese Fische gesehen. Und an einer Stelle, da war relativ flacher Boden, da ging das. Ich habe auch schon mal ein paar Steine weggeräumt, um da angeln zu können. Aber du kannst ja nicht an jeder Stelle dauernd mit der Warthose reinlaufen oder baden gehen oder wie auch immer. Aber ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht, da hängerfrei zu angeln. Jetzt hast du quasi den Loop, ne? Also wenn ich habe die Montage jetzt schon gesehen, das ist einfach eine Shot-Rig-Montage mit einem fetten Stein. Und wie ist jetzt seitdem? Wie funktioniert's? Hast du ja heute Morgen gesehen, ne? Sebastian, die Kanalmaschine, ja? Ja, der beste Kanallanger bin ich jetzt auch nicht. Und ich sitze hier wieder blank. Mann. Geil. Richtig gut. Vor allen Dingen macht es immer Spaß, wenn man so gerade da sitzt, sich ein paar Brötchen auf den Toaster haut und dann kannst du so live gucken, wie es einfach die Spitze rumreißt. Aber der ist ja nun wirklich explodiert, ne? Ja. Das war die Route, die hier direkt vor den Füßen in der Steinpackung lag. Der hat jetzt Also von meinem Gefühl, auch wie die Schläge aussehen, würde ich sagen, das ist besser. Der ist eine Nummer besser, ja. Nice, ey. Der hat jetzt in nicht mal 50 cm Tiefe. Ja, vielleicht 60. Aber das war die Route mit dem kleinen Pop-Up, der stand so ein Stück über dem Boden. Und direkt mitten in der Steinpackung, ne? Ey, Leute, das Geile an der Geschichte ist ja, er hat jetzt wirklich bewiesen, dass alle 3 Strategien funktionieren. Ne? Er hat jetzt einfach mal flach, mittel und tief jeweils einen Fisch. Und auch wenn ich ausbleibe, ich sage ja immer, mein Ziel ist ja zu beweisen, dass Fischzone unter allen Bedingungen funktioniert. Und hier habe ich zum Glück den Mann, der das beweist. Aber erinnere dich mal an unser Telefonat vor ein paar Wochen, als wir den Trip hier geplant haben. Genau das ist das, warum ich dich eingeladen habe. Ja. Und genau das ist das, wo man halt eigentlich nur mit Fishstone angeln kann. Mit einem normalen Blei hättest du den Fisch wahrscheinlich gar nicht fangen können. Nice. Also macht auf jeden Fall schon mal super Spaß. Aber wir wollten wirklich gerade ein Brötchen grillen. Und dann schon wieder so ein Stress. Ich glaube, ich habe sogar in dem ganzen Chaos eben noch mal eine Tasse umgetreten. Das wäre das größte Übel jetzt. Nice. Aber wie gesagt, ich finde super schöne Fische. Echt so, die sind so kräftig, stabil. Stabil gebaut, könnte man sagen. Ja. In the net. Ist das diese Minze? Carsten, guck mal hier, das ist er. Der Fisch aus der Steinpackung. Genau deswegen bist du hier. Ja, geil. Direkt mitten in der Steinpackung, in den dicken Steinen, wo man sonst mit Blei eigentlich kaum angeln kann. Fett. Oder schwierig. Und natürlich bis jetzt der größte. Ne? Und der größte sogar noch, ja, ganz genau. Zeig mir mal bitte ganz kurz genauer die Montage hier. Komm mal ein Stück ran. Der Vorteil ist,
Also ich brauche ja nicht weit werfen. Ich kann die Montage unter der Rutenspitze absetzen und darum ist es eigentlich auch völlig egal. Ich könnte da theoretisch auch Sonnenstein dranhängen, so dass ich ihn halt gerade mit der Rutenspitze noch absetzen kann. Desto größer, desto besser, weil desto schlechter fällt er halt in diese Ritzen rein. Ja, und ansonsten ist das kein Hexenwerk. Ich habe relativ langen Leader. Ja, und das Rig, wie baust du das Rig? Einfach quasi ein Poppy mit... Das Rig ist, ich kann mir den Namen immer nicht merken, Ronnie Rig oder Spinner Rig oder beides, ich weiß nicht genau. Ja, mich interessiert eher so, wie die auftreibt. Also machst du es ja immer mit einem Pop-Up, hast du gesagt? Genau, das ist auf jeden Fall eine Pop-Up-Montage, dass der halt ja, so 5 bis maximal 20 cm über dem Boden steht. Ne? Und das sind alles Fische, die eigentlich gar nicht fressen wollen, sondern das ist halt eine Falle, die denen dann einfach so im Weg steht und aus Neugierde packen sie mal rein. Und ja, mehr ist das nicht. Ne? Sehr geil, ne? Also Leute, genau darum geht es ja auch in den Videos. Hier wirklich eine ganz konkrete Anwendung für einen Fall. Moin, moin. Moin. Ja, ne, also hier wirklich eine ganz konkrete Anwendung. Das versuche ich in den Videos auch zu sagen, weil viele sagen, das ist halt sehr neu und ein bisschen überfordernd. Was, wofür, wie verwende ich das überhaupt? Und hier so ein ganz konkreter Punkt. Den Loop mit einem Shot Rig relativ hoch auftreiben, direkt in den Steinpackungen. Nice Ding. Funktioniert perfekt. Hast du ja gesehen. Haben wir gesehen, ja. Ich muss es jetzt auch noch mal. Ich habe ein bisschen anders das Shot Rig gebaut, aber wahrscheinlich ist das wieder der Haken. Nach dem Schiff nachfüttern. Ganz wichtig. Nur ein bisschen, dass da immer ein bisschen was Frisches liegt, weil die Schiffe das ganze Futter wegziehen. Aber muss sein. Ich glaube, die Ente hat meinen Köder gefunden. Leute, Nacht 1 an diesem ersten Gewässer hier, in diesem ersten Videoabschnitt ist vorbei. Es fühlt sich schon wieder an, als wären es 5 Tage gewesen, die wir schon hier sind, weil ich einfach so krass viel gelernt habe. Und ich finde, es ist ein ganz guter Punkt jetzt nochmal, um auf eine Sache einzugehen. Ich weiß noch, in dem ersten Trailer zu unserem Film Waldgeister, unserem ersten kleinen Film, den wir gemacht haben, da haben wir so gesagt, Angeln kann vieles sein, wir bestimmen seinen Charakter. Und mir geht es auch in dieser Videoreihe darum, mal ein bisschen auch abzubilden, das ist nur meine Welt, aber was Angeln für mich alles bedeutet. Und ich finde, ein Aspekt, der repräsentiert genau das, was hier passiert. Sebastian hat dick abgeräumt, also 3 geile Fische gefangen in einer Nacht, was für den Kanal hier schön ist. Und ich sitze halt noch so da. Ne? Wenn es am Ende nicht klappt, dann ist es okay, dann kann ich es nicht ändern. Aber was ich auf jeden Fall machen will, ist mein Bestes geben. Und den Rest entscheidet dann das Schicksal. Und ich finde, Angeln hat halt viel Mehrwert. Es gibt diese soziokulturellen Aspekte, die wir gezeigt haben, die alten Freunde wieder treffen. Es gibt ganz viele verschiedene Facetten. Und eine Sache ist halt für mich auch beim Angeln dieser Ehrgeiz und dieser Glaube daran, so fuck, ich will jetzt hier einen Fisch fangen und ich gebe mein Allerbestes und versuche nochmal alles rauszuholen. Ich gehe nochmal zu Sebastian, lass mir nochmal Tricks zeigen, lass mir das erklären, werde die Sache anpassen. Und ja, ich finde, diese Mehrwerte des Angelns, die sollten wir uns immer wieder mal bewusst machen, was Angeln eben alles bedeutet. Ja, und deswegen heißt es jetzt
Stelle wechseln. Falls wir jetzt nicht doch noch einen Fisch fangen, sehen wir uns dann da drüben wieder und dann werde ich nochmal alles ransetzen, um auch wieder hier diesen schönen Fisch in den Händen zu halten. Carsten? Nimmst du den Sekt eigentlich notfalls wieder mit zurück nach Hause? Nee. Gut Ding will Weile haben. Wie gesagt, ein Fisch reicht mir. Ich fange die kleinen so bis 20 Kilo und er dann beim Einpacken so das Riesenprachtstück. Willst du gerade irgendwie so Fehlschläge filmen oder warum hältst du die ganze Zeit immer dann drauf, wenn Sachen nicht klappen? Ja, umso schöner ist der Erfolg später, wenn es alles klappt. Das ist wahr. Gespannt auf die zweite Stelle auf jeden Fall. Und ja, werde natürlich Vollgas geben, jetzt hier noch mal meinen ersten Kanalkarpfen ans Band zu kriegen aus der Osnabrücker Region. Aber ich bin zufrieden bis jetzt und ehrlich gesagt, für mich ist halt die erste Nacht auch noch kein Drama. Wenn ich heute jetzt wieder keinen kriege, dann wird es langsam richtig kribbelig, aber noch bin ich motiviert. Carpfons für die nächste Session, weil direkt, wenn dieses Video hier abgedreht ist, geht es nämlich an die Geheimnis. Guckt auf den Channel. Mach nicht den Fehler und denk zu viel. Ja, voll. Das geht voll schief. Das ist alles so eine Mischung. Ja. Kanalangeln vom Grundsatz her ist nicht schwer. Du musst es halt nur machen, ne? Und das ist viel Arbeit. Ja, aber ich will zumindest, ich gebe bei mir ja immer zwei Optionen. Das sinnvollste, einfachste wäre wahrscheinlich zu sagen, Sebastian, ich mach's so, sag mir, wie es geht. Ja, du musst dir deine Fische hier schon verdienen. Genau, und meine Sache ist halt aber immer so ein bisschen so, zumindest kurz mal zu überlegen, okay, kenne ich schon irgendwas, was mich erinnert und kann ich dann einen Trick von mir irgendwie anwenden. Ja. Er ist ja vom Grundsatz her auch nicht verkehrt, nur ja, es ist halt, wenn du es halt so nicht kennst, dann ja, das ist geil, das ist viel Spaß. Das, was wir heute an Schiffen gesehen haben, da hinten, das kommt hier in einer Stunde vorbei. In der Regel. Ja, ne, man muss sich das ja nur mal so einfach auch mal vor Augen führen. Ich habe jetzt, wenn die nächsten 14 Tage rum sind, dann habe ich, warte, lass mich überlegen. Meine Tochter zählt auch so. Oh. Ach, ich glaube so 10 oder 11 oder 12 verschiedene Gewässer bzw. Typen zu Angeln hintereinander gemacht in 15 Tagen. Das ist so, dann kriegst du echt eine Klatsche einfach. Hey, überhaupt nicht mehr weißt, was los ist. Weihnachten lässt du dich einweisen. Ja, ich habe echt so ein bisschen das Gefühl. Gibt es einen anglerischen Burnout? Ja, ich meine, ich glaube, was es eher irgendwann passieren könnte, sind so Muskelfaserrisse vom Heben. Ja, ich merke das schon so ein bisschen. Ja, gut. Ja, los. Ich glaube, ich nehme einfach mal Rad an. Ja, grundsätzlich zum Angeln. Vom Grundsatz her ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Ne? Nur ja, hauptsächlich die Umgebung. Und ja, wir packen mal gleich die Lotroute aus und dann zeige ich dir das so ein bisschen, wie ich das hier sonst mache. Aber halt vom Grundsatz her auch gestaffelt, weil die Fische ziehen entweder auf dieser Seite oder auf der Seite.
Und die ziehen grundsätzlich parallel zur Fahrrinne. Und wenn du da dann so eine Schranke baust, so wie wir es ja gestern auch gemacht haben, also 90-Grad-Winkel zur Fahrt, dann fängst du sie alle ab, ob du sie hier abfängst oder da. Und das Interessante hier ist, oder gerade hier ist mir das schon häufig aufgefallen, wenn wir zu zweit angeln, wenn einer auf der mittleren Route einen Lauf hat, ist die Chance extrem groß, dass 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde später die andere von dem Nachbarn auch abläuft. Okay. Also das hatten wir schon mehrfach. Beim Fotos machen musste einer wegrennen oder. Sag mal, wie tief ist das? 4,20 Meter, 4,50 Meter. Wir sind Haufen dicke Tanker. Hier ist deutlich unromantischer als da, wo wir vorhin waren. So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall hier mega heiß gerade. Wir haben gerade noch mal so einen schönen kleinen Theorie-Talk gemacht. Und es ist halt wirklich gerade eine krasse Phase meines Angelns. Wir haben gerade auch so drüber geredet. Ich kriege halt gerade so mega viele Einflüsse und neue Skills hier rein. Aber die werden wahrscheinlich nicht direkt zum Erfolg führen, wie man ja jetzt auch schon merkt. Das ist eher so ein bisschen so ein langfristiger Plan, halt mehr verschiedene Facetten kennenzulernen. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich in der Lage sein, schnell Situationen zu durchschauen. Aber gerade fühlt sich erstmal an wie ein großes Chaos. Ich habe schon gesagt, in Düsseldorf lief man halt diese kleinen doppelten Köder mit Neon-Mais obendrauf, so Fake-Mais-Sachen und so. Und jetzt habe ich so ein bisschen das von da mitgenommen, weil es da gut lief und das hier gemacht. Und jetzt sagt Sebastian eben zu mir, nee, eigentlich so Single-Baits laufen hier am besten. Und ich dachte, ja stimmt, so angel ich ja eigentlich auch. Also jetzt wieder back zu meinen Basics. Und es ist, wir haben es so verglichen wie mit Sport, ne? Wenn man erstmal neue Techniken kennenlernt. Du lernst 5 neue geile Techniken beim Sport. Zum Anfang beim Fußball, was auch immer. Verschießt du erstmal. Aber irgendwann, wenn du so drauf warst, dann wird es halt gut. Aber ich bin gerade eher noch in der Kennenlernphase. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt gerade richtig heiß und bin hier richtig scharf drauf, wieder das Beste rauszuholen und ja, einfach abzuliefern. Also Routen klar machen und los. Ja Leute, so ein bisschen will ich ja schon auch immer meinen eigenen Style hier reinbringen. Und der Witz ist, hier gibt es diese wunderschöne Kante. Und ich denke mir, wenn die Schiffe hier diesen Querverkehr machen, das ist zum Beispiel eine Parallele, die ich gerade sehe. Wir waren bei uns mal an so einem sehr befahrenen Gewässer und da haben wir auch 3 Tage nichts gefangen. Und am 4. Tag haben wir eine 20 cm Kante quer zu dieser Strömungsrichtung durch die Boote gefunden und dort lief es. Und wenn hier die Strömung immer wieder quer hin und her verläuft, sind so eine Ecken für mich halt spannend. Sebastian meinte, Kanalangeln ist einfach gerade raus die Dinger, aber das ist jetzt so ein bisschen der Chaos-Faktor, den der KJ hier reinbringt. Der KJ Chaos-Faktor. Deswegen hier einmal ein paar Banksticks rein und hier extra eine an die Seite. Jetzt bin ich sowas von heiß, weil ich habe gerade ein gutes Gefühl zu meiner Intuition hier an dieser Stelle, an dieser Ecke. Nämlich ist der Spaß, es kam gerade hier ein dicker Tanker vorbeigeschwommen und genau hier kam eine übelste Aufwirbelungswelle. Dann habe ich mir die Lotroute geschnappt und mal gelotet und tatsächlich ist 1 Meter vor dieser Kante habe ich ungefähr 15 Fuß mit der Lotroute gezogen, also 30 cm pro, also 5 Meter tief. 1 Meter weiter ran waren es nur noch 9, würde ich behaupten. Also eine richtige Kante über 1,50 und hier wird das so aufgewirbelt. Also nach meinem Verständnis müssten alle Schiffe, die kommen, das ganze Zeug genau an diese Kante drücken. Und genau da lege ich meine Montage jetzt ab. Ich glaube, ich habe jetzt, das war ein guter Move. An der Stelle auch, wenn jetzt dieser krasse Schiffsverkehr ist, natürlich die Gefahr groß, dass das alles verzogen wird. Ein richtig schöner, großer, flacher Stein, der sollte liegen bleiben. Boah, ich bin mega heiß gleich.
und nach meinem Verständnis denke ich mir, das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich da über die Kante diese Schnur rüberziehe. Aber ich habe jetzt die Bremse ganz, ganz leicht gemacht, dass der wirklich möglichst keine Spannung kriegt, bis ich die Route aufnehmen kann. Dann muss ich sie wahrscheinlich direkt hochhalten. Aber wie schnell ist der Junge denn, Alter? Das Mega-Loch gefunden, Alter. Ich bin richtig gespannt. Der Witz ist tatsächlich, ich habe jetzt hier geworfen und anscheinend, also mehr als Mitte geht nicht. Und da waren es nur 12 Fuß und ich lieg da wirklich in einem 15 Fuß Loch. Also das ist einfach 1 Meter tiefer als überall ringsherum. Also wenn sich da kein Futter sammelt. Ich weiß auch nicht, aber ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. Aber ich habe das Gefühl, das muss gut sein. Weil alles von der Strömung geströmte, das wird da so schön landen und dann und das so. Ah. So, ich werde jetzt auch mal ein bisschen loten. Ich angel hier ein bisschen anders als zum Beispiel vorhin. Hier ist kaum eine wirkliche Fahrrinne erkennbar oder kaum wirkliche Tiefenunterschiede. Zumindest gut, das, was bei Carsten da hinten, was Carsten eben gefunden hat, das ist was anderes. Aber dies hier ist ja eigentlich normal Kanalstrecke, sagen wir dazu. Und hier habe ich kaum nennenswerte Tiefenunterschiede. 1, 2 so kleine Wellen und das ist halt dann so das, wo man drauf angeln sollte. Ne? Hier machen halt auch Kleinigkeiten dann tatsächlich den Fisch aus. Wenn Susanne dann endlich mal beiseite fährt, dann ich glaube tatsächlich, dass Carsten gleich mit seiner Stelle ein gewaltiges Problem kriegt, weil Susanne da anlegt. Das wäre ja tragisch. Das wäre ganz tragisch, ja. Wollt ihr anlegen? Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Das ist halt am Kanal, gerade hier Daily Business. Ne? Wenn man an einer Anlegestelle angelt, dann kann das tatsächlich einfach mal so passieren. Also das ist mir auch schon mehrfach passiert. Auch dass Schiffe einfach direkt mitten in der Nacht, direkt vor meinem Zelt oder direkt vor meinen Rutenspitzen festgemacht haben. Da machst du nichts, du packst da ein. Ne? Das Leben ist einfach das Schönste. Was ist denn gerade passiert? Also er meinte gerade, die ankern dort jetzt bis Montag. Und Montag lagen sie aus. Das heißt, ich hoffe, die fahren einfach schön weit vor. Immer weiter, immer weiter. Aber anscheinend hat sich gerade mein Megaspot verabschiedet. Mit ein bisschen Glück fahren sie weit genug vorne, dass ich da trotzdem angeln kann. Das ist tatsächlich Daily Business am Kanal. Ey, das ist ja wirklich nicht wahr, oder? Mann! Wie lange hast du jetzt geangelt? 10 Minuten? Ja, hätte schon mal wieder ablaufen können. Ja. Krass. Aber bis Montag jetzt, warum kommen die denn jetzt und legen hier bis Montag? Die machen jetzt hier Wochenendpause. Wir müssen hier jetzt ankern, ja? Susanne.
Susanne, ist mit dir, Susanne? Susanne wird Montagmorgen hier an Ort und Stelle entladen. Ja, das ist ja okay, aber unterm Schiff lang angeln geht ja nicht. Schwierig, ne? Aber das Gute ist, wenn da einer liegt, haben wir hier auf jeden Fall eine gute Chance, dass sich da keiner direkt daneben liegt. Wir können auf jeden Fall heute Nacht mal... Aber dann gut, das ist halt hier Hafenangelei, ne? Dann musst du immer mit rechnen. Der wird nur gleich, wenn der anlegt, nochmal richtig Stoff geben, damit er quasi mit dem Heck rumkommt an die Mauer ran. Ist das hier Verarschung oder was? Wie kann das sein? Ey, das ist ja wirklich jetzt, gerade hier voller Euphorie, 1 Minute später kommt Susanne hier angetuckert und legt sich da einfach mal an. So ist das mit den Mädels. Ich kein Glück, ne. Aber es könnte tatsächlich sein, dass ich da noch... Aber wisst ihr was, das ist halt wieder passend ja zum Thema, ne? Es ist halt, okay, dann neu, neuer Trick, neuer Move, neue Stelle. Immer weitermachen, man muss halt kämpfen. Und wenn dann am Ende hier das geile Teil auf der Matte liegt, dann begieße ich mich halt einfach von oben bis unten mit Sekt, wie geplant. Also das ist tatsächlich Kanalangeln, ne? Hier musst du dir jeden einzelnen Fisch erarbeiten. Sowas ist das absolutes Paradebeispiel. Das ist doch total geil für den Film. Weil das kann tatsächlich täglich passieren. Ja, das ist halt immer, ich sag ja auch immer, Glück und Pech sind Konstanten und passieren eigentlich gleich viel. Die Frage ist nur, was nimmt man mehr wahr? Und das stimmt, ich nehme hier gerade voll das Pech wahr. Eigentlich hatten wir beim Ankommen mega Glück, weil eine Viertelstunde später hätten wir hier gar nicht geangelt. Ja, dann wäre der Platz besetzt gewesen. Wahrnehmung ist einfach eine wichtige Sache. Und genauso ist es halt die Frage der Wahrnehmung. Nehme ich die Herausforderung an, die Challenge, akzeptiere sie und ziehe sie durch? Oder setze ich mich in meinen Stuhl und sage, Mutti, Susanne war so gemein zu mir. Ich bin ja für Durchziehen. Herzlich willkommen am Kanal. Sowas ist mir schon so oft passiert. Ich musste schon mal aus dem Zelt wirklich Druck, da entsteht jetzt gerade ein Riesenloch. Ich musste schon mal aus dem Zelt rausspringen und meinen Rockport nach hinten ziehen, weil halt einfach ein Schiff angelegt hat und die Rutenringe knirschen schon an der Bordwand lang. Da kennen die nichts. Das ist wie Skateboardfahren auf dem Parkplatz beim Hornbach, weißt du? Wenn da LKWs kommen, dann hast du mit deinem Skateboard da nichts verloren. Der Kanal ist für die Schifffahrt gemacht und nicht zum Angeln. Das wissen die und darauf bestehen die und da sind die auch total unflexibel. Das ist geil. Guckt mal kurz auf Wasser, was hier gerade passiert. So, nur mal so, wenn man jetzt mal so an so einem normalen See über Strömungen redet. Ne? Was ist denn hier gerade los? Hier entsteht einfach gerade ein riesiger Kreiselkessel. Jetzt weißt du auch, woher dein Loch kommt. Ja, Leute, wie gesagt, das ist hier gerade auch mega, wenn ich mir das angucke. Der hat jetzt da gerade so 10, 15 Minuten lang einfach seine Schraube an und ballert da so richtig durch. Also wenn sich das 5 Minuten beruhigt hat, lege ich genau da rein, wo das Loch gerade gemacht wurde. Es geht bestimmt 10, 15 Meter nach hinten raus. Ich glaube, es ist immer noch ein Megaspot. Super spannend. Geile Angel. Ich muss dem Sebastian nachher einfach mal richtig fettes Danke sagen oder morgen zum Abschluss für diese geile Aktion hier. Super fett, dass die Leute da am Start sind und mitmachen. Das Gefühl, an unserer Routenplanung kann sich noch was ändern.
halt wirklich der Extremfall. Es ist gut, ihn zu testen. Ja Leute, der Sebastian hat mal eben hier schnell meinen neuen Snap-Prototypen zerstört. Also ist auf jeden Fall eine Maschine. Nee, Spaß. Wir haben halt hier, es war wirklich gerade mal so krass extremer Anwendungstest für einen relativ frühen Prototypen. Naja, so früh ist er auch nicht mehr, aber ist das natürlich auch eine harte Nummer, ne? Also jetzt hier mit quasi 300 Gramm Steinen, die total unförmig sind, zu werfen unter den Bedingungen ist natürlich auch ein bisschen schwer, aber das ist eben genau dieser Punkt dieses Weitermachens. Ne? Da kriegst du erstmal, hängt mir der Hals hier und ich denke so, fuck, es war doch eigentlich echt schon ziemlich gut. Und dann geht es halt genau darum, halt durchatmen, kurz mal ein bisschen verschnaufen und dann rangehen an die Lösung des Problems und sich fragen, wie kann ich das jetzt halt optimieren, was gibt es für Ansätze, wo auch immer. Und das ist im Prinzip bestimmt die letzten Jahre meines Lebens. Quasi immer wieder auf die Schnauze kriegen, nach Hause gehen, ins Kämmerchen setzen, weitermachen. Und was mal Fakt ist, jetzt kotzt es mich gerade an, aber wenn dieser Snap fertig ist und rauskommt, dann soll der laufen und deswegen muss sowas halt passieren, damit es dann am Ende vernünftig läuft. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich Sebastian je wieder irgendwelche Produkte von mir in die Hand gebe. Das ist jetzt der absolute Härtetest für den Stein, den ich in der Fahrrinne liegen habe. Weil das Boot oder das Schiff fährt gleich direkt über die Montage. Und darum wollte ich mal eben ein bisschen aufpassen, was passiert. Also der Moment, dass der Stein tatsächlich abhebt. Guck mal, ich habe jetzt sogar Glück, dass das Schiff auf der anderen Seite fährt. Relativ weit weg von uns. Aber es kann durchaus mal sein, dass ich ein paar einzelne Piepser kriege. Der Swinger geht leicht hoch, die Schnur strafft sich halt so ein bisschen. Das ist grundsätzlich kein Problem, solange die Montage halt auf der Stelle liegen bleibt. Ne? Welche war deine Route jetzt hier mit Stein? Mit der Fahrrinne? Die mittlere. Die mittlere. Ja. Aber da ist tatsächlich nicht viel passiert scheinbar. Meiner lag auch gerade gut. Also siehst du, so ist es halt dann auch. Kriegst du gerade auf die Fresse, im nächsten Moment funktioniert es dann doch. Also man kann auch mit Stein in der Fahrrinne bei so dicken Tankern angeln. Und der ist nicht mal dick. Der hat vielleicht, oder für meine Verhältnisse nicht dick, der hat vielleicht 150 Gramm der Stein. Ich habe für deine Verhältnisse. Und das war ja jetzt schon ein Brutalbeispiel, weil das Schiff tierisch tief beladen ist, also randvoll und auch relativ flott unterwegs war. Aber es funktioniert. Ja Leute, und das ist halt tatsächlich so genau die Situation, um die es mir auch irgendwie im übertragenen Sinne in diesem Video geht, so weil das ist halt eigentlich, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft fürs Leben, wenn man das halt im weiteren Sinne sieht, weil weiterlaufen und weitermachen, wenn es leicht ist, das kann dann irgendwie jeder, ne? Das ist keine Herausforderung, aber die Frage ist so, ist man bereit dann weiterzumachen, wenn es weh tut, so, wenn es an die Reserven geht und an die Energie geht und wenn man sich am liebsten hinlegen will und keinen Bock mehr hat, so dann in dem Moment zeigt sich halt einfach, ob man die Energie nochmal aufbringt, ob man sich sagt, scheißegal, immer weiter, immer weiter. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Punkt, den spüre ich auch gerade sehr intensiv, weil in diesem Prototypen steckt halt extrem viel Energie, Zeit, Arbeit drin. Und dann einfach mal so einen Rückschlag zu erleiden oder so, das geht so richtig tief rein. Und das ist halt meiner Meinung nach auch so eine Art Lebensweisheit, die ich mir versuche anzueignen, einfach zu sagen, ja, dann, wenn es weh tut, dann zeigt sich, ob du halt die Standfestigkeit hast, weiterzumachen. Und ich mache auf jeden Fall weiter. Das ist halt schon noch so ein innerer Druck, der immer größer wird, ne? So, ich will halt schon einfach. Ja. Also vom Grundsatz her ist Kanalangeln nicht schwer. Wenn du einmal den Bogen raus hast, ne? Mega schwer! Ja Leute, also hier kehrt langsam Ruhe ein.
jetzt werden wir uns wirklich nochmal, das kommt ja hier wie, Sebastian, du hast das doch so schön erzählt. Manchmal gibt es dann Abende, da legt man sich am liebsten einfach auf die Liege und denkt, ich habe keinen Bock mehr. Und morgens... Ja, und morgens ärgert man sich dann drüber, dass man nicht doch tatsächlich noch aufgestanden ist und sich Mühe gegeben hat. Ne? Von daher machen wir das jetzt mal. Das geht jetzt hierfür auf jeden Fall nicht, weil für euch, für uns, also ist hier der Anspruch einfach sehr, sehr hoch. Und wir machen jetzt nochmal wirklich richtig die Stellen. 9:30 ist es gerade so. Sebastian hat erzählt, hier läuft es tendenziell eher in der Nacht. Aber jetzt richtig mit der Lotroute wirklich nochmal vorhin. Die Lotroute, wir konnten gar nicht loten, es war so eine Strömung drin, dass halt bei jedem Mal loten irgendwie hast du dann Meter, plus minus einen Meter durch den Schnurbogen drin gehabt. Und jetzt hat es sich beruhigt, die Schiffe haben aufgehört zu fahren. Und jetzt werden wir hier einfach nochmal wirklich mit der Lotroute ganz genau diese Stellen suchen, wo diese leichten Anstiege sind, hat mir Sebastian erklärt. Damit gebe ich das richtig wieder. Hervorragend. Hervorragend, genau. Guter Schüler. Genau. Und ich lerne, ja, ich lerne. Also ich fliege aufs Maul, aber ich lerne. Das habe ich schon damals immer gesagt. Nee, genau. Suchen jetzt schön diese leicht ansteigenden Kanten und platzieren jetzt die Köder nochmal wirklich genau. Und wie man ja so schön sagt, wie ist der Lehrsatz am Kanal? Also, das ist tatsächlich so. Das ist völlig egal, ob man um 1 füttert oder um 2 oder um 3 oder um 4. Das letzte Schiff kommt tatsächlich, wenn man mit dem Füttern fertig ist. Ja, also ich freue mich jetzt schon drauf zu denken, oh, alle Routen liegen ruhig, dann kommt nochmal so ein dicker Tanker hier durchgerauscht. Ein Pott, der alles abräumt. Und das wollen wir euch zeigen. Funktioniert es mit Steinen am Kanal effektiv zu angeln? Erste Mission haben wir erfüllt. Sebastian. Und jetzt kommt Mission 2 und wir werden sehen, was die Nacht bringt. Hallo